Bitcoin im Geschäft akzeptieren. Wie kann ich Bitcoin in meinem Geschäft akzeptieren? In diesem Video beschäftigen wir uns mit der Frage, wie man als Einzelhändler, Handwerker, Dienstleister oder Restaurantbesitzer Bitcoin und Lightning als Zahlungsmittel akzeptieren kann. Also immer dann, wenn sich Käufer und Verkäufer gegenüberstehen. Dieses Video richtet sich an alle, die selbst Bitcoin-Zahlungen akzeptieren wollen, aber auch an diejenigen unter euch, die ihrem Lieblingsitaliener oder Dönerladen dabei helfen wollen, Bitcoin-Zahlungen anzunehmen. Wir stellen hier gleich die verschiedenen Möglichkeiten vor, wie man Bitcoin- und Lightning-Zahlungen akzeptieren kann. Das geht von Lösungen, bei denen der Chef die Zahlung alleine annimmt, bis hin zu Geschäften mit mehreren Mitarbeitern, bei denen dann auch die Mitarbeiter die Zahlung annehmen können, diese aber dann das Guthaben auf der Wallet des Besitzers gutgeschrieben werden. Wir sprechen von einfachen Lösungen auf dem Smartphone bis zu Lösungen auf einem eigenen Hardware-Terminal. Und zum Schluss werden wir noch kurz auf das Thema Steuern und Buchhaltung eingehen, damit du für das Gespräch mit deiner Buchhaltung oder deinem Steuerberater gewappnet bist. In dieser Ausgabe sprechen wir über Lösungen für Geschäfte, bei denen sich Käufer und Verkäufer persönlich gegenüberstehen, also Ladenbesitzer, Gastronomen, Handwerker und Dienstleistungen. Und in der nächsten Episode werden wir uns mit Internetshops beschäftigen, also für alle, die online etwas verkaufen wollen. In dem heutigen Video geben wir einen Überblick und in den nächsten Videos werden wir auch im Detail auf einzelne der hier vorgestellten Lösungen nochmal eingehen. Und bitte schreibt uns unten in die Kommentare, welche der hier vorgestellten Lösungen euch besonders interessieren. Dann können wir dann dort nochmal genauer drauf eingehen. Und damit gute und herzlich willkommen auf dem gemeinsamen YouTube-Kanal von CoinCharge und CoinPages. Ich bin der Jens und wir beschäftigen uns auf diesem Kanal mit dem Thema, wie kann man Bitcoin- und Lightning-Zahlungen bezahlen und wie kann man mit Bitcoin- und Lightning-Zahlungen in seinem Geschäft oder Online-Shop akzeptieren. Bevor es aber losgeht, noch eine kleine Bitte. Gebt ein Like für dieses Video und noch besser abonniert diesen Kanal. Damit helft ihr uns extrem, dass wir bei YouTube besser gefunden werden und noch mehr Menschen damit zeigen können, wie man Bitcoin bezahlen kann bzw. akzeptieren kann. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie unten in die Kommentare und direkt nach dem Intro geht es dann auch schon los. Lightning für blitzschnelle Bitcoin-Zahlungen. Wenn wir Bitcoin für die alltägliche Zahlungsabwicklung nutzen wollen, dann ist nur Bitcoin über das Lightning-Netzwerk geeignet und wir müssen unsere Kunden die Zahlungsvariante Lightning anbieten. Denn Lightning sind blitzschnelle Bitcoin-Zahlungen. Bei den hier vorgestellten Lösungen handelt es sich um Zahlungsabwicklung von Bitcoin über Lightning. Andere Kryptos sind von ihren Eigenschaften her nicht auf die Zahlungsabwicklung ausgerichtet und nicht weit verbreitet und daher nicht relevant. Die Gutschrift der Kundenumsätze erfolgt bei fast allen Anbietern in Bitcoin und nicht in Euro oder einer anderen Fiat-Währung und ist somit für alle Händler geeignet, die die eingenommenen Bitcoin behalten wollen. Entweder privat oder geschäftlich. Aber dazu mehr am Ende dieses Videos, wenn wir über Steuern und Buchhaltung sprechen. Lightning Wallet App. Lightning per Wallet auf dem Smartphone akzeptieren. Bitcoin- oder Lightning-Zahlung in seinem Geschäft zu akzeptieren, ist einfacher als viele denken. Es gibt bereits eine Vielzahl von Bitcoin-Lightning-Wallets, die über den App Store auf dem Smartphone installiert werden können. Obwohl diese Lightning Wallet Apps eher für Nutzer gedacht sind, um Lightning-Zahlungen zu senden oder zu empfangen, können sie auch wunderbar verwendet werden, um als Händler Zahlungen zu empfangen. Möchte ein Kunde mit Bitcoin Lightning bezahlen, gibt der Händler den Rechnungsbetrag in Euro auf seiner Lightning App ein. Dann wird der Betrag in Bitcoin umgerechnet und als QR-Code angezeigt. Der Kunde als Zahler zückt wiederum seine Lightning App und scannt mit der Kamerafunktion seines Smartphones den vom Händler angezeigten QR-Code und führt die Zahlung aus. Wie bereits erwähnt, eignet sich grundsätzlich jede Lightning Wallet App, die auf dem Markt bzw. in deinem App Store angeboten wird. Es stellt sich dann eher die Frage, welche Lightning Wallet App nun für dich persönlich die richtige ist. Die angebotenen Lightning Wallet Apps unterscheiden sich in Custodial und Non-Custodial Lightning Wallets. Bei Custodial Wallets liegt das Wallet-Guthaben beim Wallet-Anbieter,
während bei Non-Custodial Wallet das Guthaben unter der vollen Kontrolle des Wallet-Besitzers, also dir, steht. Man sollte nun ein Wallet bevorzugen, bei dem man als Wallet-Inhaber jederzeit die volle Kontrolle über das Guthaben hat, um damit geschützt zu sein, falls der Anbieter des Guthabens einbehalten sollte. Leider sind diese Non-Custodial Wallets etwas komplizierter in der Handhabung und nicht immer die beste Wahl für Lightning-Einsteiger. Hier sind die Custodial Wallets einfacher und für Anfänger besser geeignet, bergen aber das Risiko, dass man sein Guthaben verliert. Daher empfehle ich für Anfänger eine Custodial Wallet, wie zum Beispiel die Wallet of Satoshi. Dort sollte man aber nur kleine Beträge aufbewahren. Wenn man als Händler die ersten Bitcoin-Umsätze eingenommen hat, sollte man dieses Guthaben sofort auf eine sichere Hardware-Bitcoin-Wallet wie zum Beispiel die Bitbox 02 übertragen. Und wenn du bereits selbst eine Lightning Wallet privat verwendest und Erfahrungen mit dem Bezahlen eingesammelt hast, dann ist auch eine Non-Custodial Lightning Wallet wie die von Phoenix oder Zeus die richtige Wahl. Zu allen genannten Lightning Wallets haben wir in diesem Kanal bereits einige Videos erstellt. Alle hier vorgestellten Lightning Wallets eignen sich, wenn man seine Bitcoin behalten möchte. Aber wer seine Bitcoin in Euro zurücktauschen und sich auf sein Bankkonto auszahlen lassen möchte, für den könnte die Relay-App eine ganz interessante Lösung sein. Ende Januar wird die nächste Version der Relay-App veröffentlicht und ich hatte bereits das Vergnügen, diese neue Version zu testen und es wird auch eine Lightning Wallet geben. Somit hat man mit der Relay-App eine Bitcoin und eine Lightning Wallet, mit der man nicht nur Bitcoin kaufen und sparen, sondern auch verkaufen kann. Möchte ein Kunde bei dir mit Bitcoin oder Lightning bezahlen, dann drücken wir hier unten auf Erhalten. Und dann bekommen wir hier den QR-Code für Bitcoin bzw. für Lightning Wallet. Der Kunde bezahlt und der Umsatz wird dann auf deiner Relay Wallet gutgeschrieben. Nun kannst du entscheiden, ob du die Bitcoin behalten oder ob du sie verkaufen möchtest. Und das kannst du über diese Verkaufsfunktion machen. Dann gehst du hier auf Verkaufen. Dann gibst du den Betrag ein, den du verkaufen willst, also zum Beispiel 50 Euro. Und dann verkaufst du diese Bitcoin und die werden dann auf deinem Bankkonto gutgeschrieben. Und wenn du die Relay-App installierst, vergiss bitte nicht den Rabattcode COIN, hier habe ich nochmal eingeblendet, zu verwenden, denn dann sparst du auch nochmal 0,5% bei den Gebühren. Lightning Wallet mit Point-of-Sale-Funktion. Wie bereits erwähnt, ist grundsätzlich jede Lightning Wallet geeignet, um Bitcoin- und Lightning-Zahlungen in einem Geschäft zu akzeptieren. Einige dieser Lightning Wallets Apps verfügen jedoch über eine sogenannte Point of Sale, kurz POS-Funktion. POS steht für den englischen Begriff Point of Sale und steht für Kasse oder Verkaufsstelle. Diese wird in Form eines Eingabefelds dargestellt, in das der Händler dann bequem den jeweiligen Kaufbetrag eingeben kann. Ich habe hier beispielhaft mal die Lightning Wallet von Breeze und die Wallet of Satoshi dargestellt. Bei beiden Wallets kann man der Kunde wahlweise mit Bitcoin oder auch mit Lightning bezahlen. Der Gegenwert wird in Form von Lightning auf der jeweiligen Wallet gutgeschrieben. So, wir wollen das mal kurz am Beispiel der Breeze Wallet zeigen. Ich zeige mal kurz hier, auf der Breeze Wallet gibt es dann verschiedene Funktionen. Und unter anderem gibt es diese Point-of-Sale-Funktion. Und wenn man die aufruft, dann sieht das also aus wie auf dem Keypad. Und dann kann ich hier den Betrag eingeben, also zum Beispiel 50 Euro. Ich habe auch die Möglichkeit, unten über das Pluszeichen weitere Preise dazuzunehmen. Und dann addiert sich das dann auf. Und unten seht ihr dann den Betrag, das ist der gesamte Rechnungsbetrag. Und wenn ich da drauf klicke, dann erscheint der QR-Code. Dem kann ich dann dem Käufer zeigen und präsentieren und er kann dann per Bitcoin oder per Lightning bezahlen. Und das Besondere an der Breeze Wallet, man hat auch die Möglichkeit, weitere Artikel zu hinterlegen. Dann braucht man also nicht mehr den Betrag einzugeben, sondern ich kann zum Beispiel das Produkt Kaffee hinterlegen und dann habe ich hier noch ein anderes Produkt. Dann addiert sich das automatisch auf und ich brauche den Betrag dann nicht immer eingeben. Ein besonderer Vorteil der Breeze Wallet ist, dass es sich um eine Non-Custodial Wallet handelt, bei dem der Händler den Zugriff auf seine Umsätze behält. Ebenso verfügt die Breeze Wallet, wie eben schon vorgestellt, über diese Produktverwaltung. Man kann als Händler also mehrere Produkte im Voraus hinterlegen und das bei der Bezahlung entsprechend auswählen.
Dann wollen wir mal einen kurzen Blick auf die Wallet of Satoshi werfen, denn die Wallet of Satoshi verfügt ebenfalls über eine sogenannte Point-of-Sale-Funktion. Und da geht man dann hier drüber drauf und da unten steht es Point of Sale. Hier kann man dann ebenfalls einen Betrag eingeben. Automatisch wird das dann immer umgerechnet schon in den Satz. Wie ihr seht, ist da oben schön ausführlich, also 8,59 € zum Beispiel. Auch hier habe ich eine Additionsfunktion und kann dann also auch noch weitere Produkte dazufügen. Oben ist dann immer die gesamte Summe zu sehen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel 9,17 € zahlen muss, dann klicke ich hier drauf und dann entsprechend der QR-Code, wiederum geeignet, um Bitcoin- und Lightning-Zahlungen zu akzeptieren. Den zeige ich meinem Kunden und er kann bequem mit seiner Lightning Wallet den QR-Code scannen und eine Bezahlung ausüben. Leider verfügt die Wallet of Satoshi über keine separate Produktverwaltung. Dafür hat die Wallet of Satoshi aber eine separate Mitarbeiterlösung. Die Verwendung einer normalen Lightning Wallet hat nämlich den Nachteil, dass der Besitzer der Lightning Wallet selbst immer im Geschäft anwesend sein muss, beziehungsweise sein Smartphone, um Zahlungen entgegenzunehmen. Sollen Mitarbeiter eine Zahlung mit Bitcoin entgegennehmen, müssen sie das Smartphone mit der installierten Lightning Wallet des Chefs verwenden. Ist der Chef nicht anwesend, können auch die Kunden nicht mit Bitcoin bezahlen. Die Wallet of Satoshi löst dieses Problem mit einer sogenannten Point-of-Sale-App für Mitarbeiter. Dann will ich mal kurz zeigen, das ist eine eigene App dafür. Das ist die Wallet of Satoshi Point-of-Sale-App. Die Mitarbeiter können dann die Wallet of Satoshi Point-of-Sale-App installieren und dann die Lightning-Adresse von der Chef-Wallet hinterlegen. Der Mitarbeiter kann nun mit seinem eigenen Smartphone Bitcoin-Zahlungen empfangen. Die Gutschrift erfolgt aber direkt auf der Chef-Wallet. Point-of-Sale Lightning Wallets. Wer in seinem Geschäft Mitarbeiter beschäftigt, die auch Zahlungen entgegennehmen sollen, wird sich eher für eine spezielle Point-of-Sale Lightning Wallet entscheiden. Ähnlich wie bei der Point-of-Sale-Lösung von der Wallet of Satoshi können die Mitarbeiter entsprechende Point-of-Sale-Apps auf ihrem eigenen Smartphone installieren. Damit können Bitcoin-Zahlungen entgegengenommen, aber keine Verfügungen getätigt werden. Die angenommenen Bitcoin-Zahlungen werden dann der Bitcoin-Wallet des Geschäfts gutgeschrieben. Der Vorteil für den Inhaber ist, dass er nicht immer selber vor Ort sein muss und nur er Zahlungen entgegennehmen kann. Ebenso kann das private Bitcoin-Guthaben des Besitzers besser von den Umsätzen des Unternehmens getrennt werden. Darüber hinaus verfügt diese Point-of-Sale Lightning Wallet über eine bessere Dokumentation der einzelnen Zahlungsvorgänge und eine Exportfunktion, um diese für andere Anwendungen nutzbar zu machen. Ebenso können Produkte mit Preis hinterlegt werden, um diese über die App abzurufen und den Rechnungsbetrag zu ermitteln. Die wichtigsten Point-of-Sale Lightning Wallet gibt es von den Anbietern Lipa und SwissPay und werden in Kürze ein ausführliches Video auch zu Lipa veröffentlichen. Web Point-of-Sale Lösung. Web Point-of-Sale ermöglicht die Nutzung der Point-of-Sale-Funktionalität auf einem internetfähigen Endgerät, zum Beispiel auf einem Computer, einem Tablet oder einem Smartphone, auf dem ein Internetbrowser installiert ist. Hier wird eine bestimmte URL aufgerufen und ein Point-of-Sale-Eingabefeld angezeigt. Um zu zeigen, wie es aussieht, öffnen wir mal hier als Beispiel einmal die Point-of-Sale-Seite von dem BTC Pay Server. Also dann hätte ich hier zum Beispiel die Eingabe, ich gebe dann den Betrag ein, drücke auf Charge und dann kann ich hier zum Beispiel, in dem Fall habe ich das so konfiguriert, dass man noch eine Rechnungsnummer eingeben kann und dann sage ich Submit und dann öffnet sich die Zahlungsfenster und dann kann per Bitcoin und Lightning bezahlt werden. Hier oben ist eine URL eingeblendet, die kann jeder Mitarbeiter oder jeder, der die URL kennt, auch nutzen, kann damit die Bitcoin-Zahlung und Lightning-Zahlung entgegennehmen, aber das Guthaben erfolgt dann direkt auf der Wallet. Also das ist jetzt zum Beispiel die Lösung von BTC Pay Server. Das ist eine Lösung, die von LNbits, also wer einen LNbits Server betreibt, kann also dieses Eingabemaske aussehen, sieht also ähnlich aus. Auch hier kann ich dann entsprechend den Eurobetrag eingeben. Unten automatisch wird umgerechnet auf Satoshis. Klicke auf OK und bekomme dann entsprechend
den QR-Code angezeigt. Und als dritte Lösung möchte ich kurz die Lösung von Blink vorstellen. Das ist dann Blink SV/online, ist zum Beispiel mein Fall. Dann öffnet sich dann dieses Eingabemaske. Auch hier habe ich die Möglichkeit, dann Betrag eingeben. Ich habe das jetzt hier auf US-Dollar, aber ich könnte das also auf Euro umstellen. Ich habe auch die Möglichkeit, noch einen Kommentar wie einen Rechnungsverwendungszweck oder eine Rechnungsnummer einzugeben und dann auch Create Invoice. Dann entsteht der QR-Code und hier den kann ich dann dem Kunden zeigen, präsentieren, bitte scan den ab und die Rechnung ist bezahlt. Ich sehe dann auf meinem Display, wenn die Zahlung dann erfolgreich abgeschlossen worden ist. Das Wunderbare an diesen Web-Point-of-Sale-Lösungen ist, dass man diese URL jedem mitteilen kann. Jeder Kunde oder jeder Mitarbeiter kann diese URL aufrufen, den Rechnungsbetrag eingeben und die Zahlungen entgegennehmen. Und der Vorteil dieser Lösung ist, dass solche Web-Point-of-Sale-Lösung auf jedem internetfähigen Gerät funktioniert. Muss keine separate Anwendung installiert werden, da der Aufruf einer Internetseite ausreicht. Somit können auch ältere, ausrangierte Geräte verwendet werden, die noch problemlos Internetseiten aufrufen können und für jeden Mitarbeiter im Geschäft zugänglich sind. Eingehende Bitcoin-Zahlungen werden dann direkt auf der Wallet des Geschäfts gutgeschrieben und Verfügungen können nur von entsprechenden autorisierten Personen vorgenommen werden. Hardware Point-of-Sale-Terminals. Dann gibt es noch die professionellen Lösungen mit einem eigenständigen Hardware-Terminal. Ein solches Hardware-Terminal kennt jeder, der bereits Kreditkartenzahlungen akzeptiert. Doch leider gibt es bisher keine Terminalanbieter, die neben Kartenzahlungen auch Bitcoin-Zahlungen akzeptieren. Daher ist es für die Abwicklung von Bitcoin und Lightning ein zusätzliches Terminal notwendig. Hier in der Übersicht haben wir 3 verschiedene Hardware Point-of-Sale Terminals dargestellt. Die erste Lösung, das ist ein Bausatz, den man für etwa 49 € bei Fulmo kaufen kann. Und die Zahlungsabwicklung läuft dann über LNBits. Deine Kunden können bei dir mit Bitcoin und Lightning bezahlen und die Gutschrift erfolgt dann auf deiner LNBits Wallet. Wie man dieses Kit zusammenbaut und LNBits integriert, haben wir bereits in einem Video erklärt. Den Link zu diesem Video, den findest du oben nochmal eingeblendet und unten in der Beschreibung. Und dann hier eine neue Lösung, das ist die Lösung von Opago. Hier bekommt man das fertige zusammengestellte Terminal für 99 €. Das ist ein Hardware-Terminal inklusive Zahlungsabwicklung. Für die Zahlungsabwicklung zahlt man nochmal 1% für den Umsatz. Und die Gutschrift erfolgt auf der eigenen Lightning Wallet. Zum Opago Hardware Terminal werden wir auch in Kürze nochmal ein eigenes Video veröffentlichen. Und die dritte Lösung ist ein Hardware-Terminal von Bitcoinize. Dabei handelt es sich um ein Terminal mit eingebauten Drucker und darauf läuft das Android-Betriebssystem. Auf dem Bitcoiner Point-of-Sale-Terminals können alle Lightning-Wallets verwendet werden, die im Google Play Store angeboten werden. Ich habe hier mal so eine kleine Übersicht. Hier findest du also alle Lightning-Wallets, die bereits erfolgreich mit dem Bitcoinize genutzt werden. Der Bitcoinize Point-of-Sale Terminal kostet 199 $. Auch das Bitcoinize Point-of-Sale Terminal werden wir in den nächsten Wochen noch einmal genauer unter die Lupe nehmen. Bitcoin-Zahlungen in der Buchhaltung. Wie erfasse ich als Händler nun Bitcoin-Zahlungen in meiner Buchhaltung? Wenn du deinen Kunden die Möglichkeit bietest, bei dir mit Bitcoin und Lightning zu bezahlen, verbuchst du den Kauf wie gewohnt in deiner Kasse. Also die Rechnung wird in Euro oder Schweizer Franken ausgestellt, inklusive der entsprechenden Mehrwertsteuer. Wenn nun jemand mit Bitcoin bei dir bezahlt, dann verbuchst du die Zahlung genauso, wie wenn jemand bei dir mit Dollar oder Pfund, also irgendeiner Fremdwährung, bezahlen würde. Theoretisch folgende Möglichkeiten, wie du vorgehst. Das sind so Erfahrungen, die wir von unseren Kunden erzählt bekommen haben, wie die damit umgehen. Die erste Möglichkeit ist, du kaufst deinem Kunden die Bitcoin privat ab und du nimmst die Bitcoin dann also privat entgegen und legst den Gegenwert in Euro, in Bar in die Kasse. Vereinfacht gesagt, du hast jemanden seine Bitcoin privat gegen Bargeld abgekauft. Die Ladenkasse und die Buchhaltung werden durch den privaten Bitcoin-Kauf im Vorfeld gar nicht berührt. In deiner Kasse und in deiner Buchhaltung ist alles weiterhin in Euro und hat mit der Bitcoin-Zahlung selber gar nichts zu tun. Eine andere Option ist, du nimmst die Bitcoin in deinem Geschäft entgegen
und die Bitcoin werden in der Buchhaltung als Fremdwährungseingang verbucht. Danach kaufst du die Bitcoin privat von deiner eigenen Firma ab. Den Kaufbetrag kannst du theoretisch bar auch in die Kasse legen oder von deinem privaten Bankkonto auf das Firmenkonto überweisen oder deine Buchhaltung verbucht es als Privatentnahme. Du kannst die entgegengenommenen Bitcoins aber auch in deinem Unternehmen belassen und als Unternehmen behalten. Du musst nur entscheiden, ob du sie kurzfristig als Umlaufvermögen oder langfristig als Anlagevermögen verbuchst. Die hier vorgestellten Möglichkeiten sollst du noch einmal mit deinem Buchhaltung oder mit deinem Steuerberater in Ruhe klären. Die hier vorgestellten Lösungen zeigen, wie einfach es ist, Bitcoin- und Lightning-Zahlungen in seinem Geschäft zu akzeptieren. Wir empfehlen unseren Kunden, mit einer einfachen technischen Lösung zu beginnen. Dann einen Aufkleber an die Tür oder an die Kasse anzubringen, dass man Bitcoin-Zahlungen akzeptiert. Dann erstellt ihr am besten noch einen Eintrag bei CoinPages und schon kann es losgehen. Die anfänglichen Umsätze werden überschaubar sein. Und wenn die Umsätze im Laufe der Zeit steigen, kann man zu einer anspruchsvolleren Lösung wechseln. Aber es zeigt, dass jeder, der Bitcoin-Zahlung akzeptieren möchte, dies ohne Probleme mit den bestehenden Lösungen bereits tun kann. Und wann wirst du Bitcoin- und Lightning-Zahlungen bei dir akzeptieren? Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann hinterlasse doch bitte ein Like oder abonniere diesen Kanal. Und dann wirst du auch automatisch informiert, wenn die anderen Videos erscheinen, bei denen wir die hier vorgestellten Lösungen dann nochmal im Detail erklären. Und dann haben wir hier oben nochmal einen kleinen QR-Code eingeblendet, über den du uns etwas spenden kannst oder direkt an die Lightning-Adresse onlines@getalbi.com. An dieser Stelle möchte ich mich auch für die zahlreichen Spenden und netten Nachrichten bedanken. Leider kann ich bei einer Lightning-Zahlung nicht sehen, von wem die Spende kam. Ich sehe nur, was ihr in der entsprechenden Mitteilung geschrieben habt. Also bitte entschuldigt, dass ich mich nicht namentlich oder persönlich bedanken kann. Ich danke für euer Interesse und freue mich, wenn ich euch bei meinem nächsten Video wieder hier auf dem Kanal begrüßen kann. Macht es gut, Gute und bis bald.